ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, manch einer von euch möchte vielleicht ganz gerne mal mit Schablonentechnik arbeiten. Da gibt es ja so wunderbare, schöne Schablonen und möchte sich aber eventuell nicht diese teuren Stempelkissen dafür anschaffen. Gerade die wasserfest sind, kosten richtig viel Geld und wenn man so mit mehreren Farben arbeiten möchte, geht das richtig ordentlich ins Geld, ins Portemonnaie. So, nutzt man jetzt so eine Schablone mit einem Pinsel, ganz normal, passieren oftmals solche Sachen. Es läuft da drunter, es wird unsauber, es funktioniert nicht. Und da habe ich jetzt einen wunderbaren Trick für euch, wie ihr ohne diese Stempelkissen Schablonentechnik machen könnt, die funktioniert. Guckt euch das an, das sieht richtig schön aus, richtig klare Konturen, richtig toll. Und zwar gibt es dafür, Moment, ich muss es hier erstmal in die Mitte legen, diese kleinen Pinselchen. Also das ist kein Schwamm, das sind ganz feine Borsten, ja. Der Unterschied zu diesen und einem normalen Pinsel besteht darin, dass diese zwar viel Feuchtigkeit aufnehmen, aber sie nicht sofort abgeben, sondern nur bei viel Druck oder wenn es wirklich zu nass ist. Ihr dürft die, wenn ihr die jetzt benutzt, nicht in ein Wasserglas tunken und dann in Farbe machen. Das funktioniert dann nicht. Dann wird es genauso schlecht wie mit den üblichen Pinseln. Ich verlinke euch diesen Link, wo ich die gekauft habe, unten in der Videobeschreibung. 20 Stück, kleines Geld. Ich nehme jetzt für jede Farbe nehme ich meinen extra Pinsel und ich belasse die so. Ich wasche die nicht aus, ne? Und habe dann immer wieder ein bisschen Pigment drin. So, dann habe ich mir hier meine Acrylfarben. Ihr könnt jetzt eure ganzen Acrylfarben nehmen. Aquarellfarben. Aquarellfarben nehmen, die ihr habt und müsst euch nicht zig Stempelkissen anschaffen. Und ihr geht jetzt hier in eure, ich habe hier ein bisschen was auf mein Mischtablett gemacht. Ihr geht hier ganz vorsichtig rein und ohne viel Druck könnt ihr jetzt hier über euer Papier gehen und habt dann, ihr merkt das schon, wenn es dann leer wird, dann wird es heller, dann kann man wieder ein bisschen hineingehen und könnt hier eure Schablone nutzen. So, ich wechsle die Farbe, farblich passend, ist ganz gut, und gehe mir mal hier die nächste holen. Ihr könnt wunderbare Übergänge machen, könnt das ineinander verblenden. Bin ich ein bisschen verruckelt, ist auch nicht schlimm. Ja, dann kann ich hier nochmal über so ein paar von den weißen Stellen gehen. So, und dann seht ihr schon, ich habe hier richtig tolle Kreise und Strukturen. Jetzt gehe ich einfach mal, ich verschiebe das komplett, gehe dann nochmal mit einer ganz anderen Farbe hier rüber, so dass die sich auch manchmal überlappen. Und das gibt ja dann hier erstmal diese tollen Effekte im Grunde. So, jetzt ist meins da auf dem Tablett ein bisschen trocken. Jetzt mache ich mir hier neue Farbe drauf. Nicht so sehr viel Flüssigkeit. Gehe da rein, nicht zu doll. Und ziehe hier ganz vorsichtig wieder meine Farbe. Hier nochmal die andere nehmen. Hier nochmal ein bisschen Farbe drauf. Das ist ein bisschen ausprobieren, ja, wie doll ihr da arbeiten könnt und drücken könnt mit der Farbe. Aber das funktioniert super. Und es soll auf allen Papieren funktionieren. So, jetzt nehme ich mal ab und guckt euch das an, was das für ein tolles, klares Ergebnis ist. Richtig super. Ja, ich hoffe, ihr habt eine kleine Anregung gekriegt. Ihr braucht keine neuen Stempelkissen kaufen. Ihr braucht nur diese kleinen Bürstchen euch holen. 20 Stück, könnt eure Aquarellfarben nehmen und könnt das nutzen wie gehabt. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurem kreativen Werk und viel Spaß beim Malen. Macht's gut, eure Melanie.